Mal habe ich euch die erste Technik vorgestellt mit den Wassertropfen. Diesmal werden wir uns dem widmen, wenn etwas ausbricht, wenn etwas rausgeht oder aufgerissen wird. Und wie ich das schöne Bild gemalt habe, das seht ihr jetzt und ich würde sagen, ab zum Maltisch. So, da sind wir am Maltisch zurück. Und wir haben uns jetzt das zweite Feld genommen mit der vorgrundierten Leinwand. Jetzt werden wir als allererstes, um die Technik auszuführen, alles einmal abmaskieren. Wie gesagt, ich habe da noch Reste rumliegen, die ich jetzt nehme mit dieser Abmaskierfolie. Ihr könnt natürlich, wenn ihr das nicht habt, das Ganze auch mit einem Malerkrepp machen, indem ihr das nebeneinander klebt. Funktioniert auch. Nachteil natürlich ist, ihr seht den Untergrund nicht mehr, weil es nicht so transparent ist. Funktioniert aber ehrlich gesagt auch ganz gut. Das könnt ihr nämlich dafür benutzen. Und das kleben wir jetzt einmal relativ groß auf, weil wir auch eine große Öffnung haben. Und als allererstes machen wir das nämlich dann vollflächig. Jetzt machen wir es wie bei den Wassertropfen. Wir zeichnen uns einmal grob vor, wo die Richtung lang geht, wie groß der Riss ist. Wir malen auch an den Seiten noch die abstehenden paar Stellen, die das Ganze noch hat. Wenn sowas rausbricht oder rausschießt oder wie auch immer kaputt geht, dann ist ja auch nicht immer alles dran, sondern wir machen da so ein paar Fetzen dran, die dann am besten so leicht gewölbt sind, damit wir da eben so einen dreidimensionaleren Optik hinbekommen, werden wir das Ganze nämlich so ein bisschen nicht einfach gerade anzeichnen wie jetzt hier zum Beispiel. Das sieht dann einfach nicht so gut aus unten, sondern wir werden das Ganze in so einer, immer so wie jetzt, in so einer leichten Bogenform nach außen. Dann kann man das nämlich so gewellt machen, dann sieht es auch aus, als ob es nach außen gebogen wurde. Und wirkt halt einfach authentischer. Da korrigiere ich das Ganze nochmal. Das hat mir eben nicht gefallen. Das sieht zu statisch aus. Man hätte es auch lassen können, aber das war jetzt einfach der eigene Anspruch, das dann doch nochmal ein bisschen abzuändern. Und dann kann man sich so ein paar Stellen rauspicken, die man haben möchte, wo man das Gefühl hat, da kommt es noch gut rein oder nicht. Ich male jetzt hier ein paar mehr auf, wie ich nachher tatsächlich ausschneide. Das ist immer so ein bisschen, für mich ist das immer noch so eine grobe Skizze. Ich fahre das auch mit der Cutterklinge nicht 1:1 nach, sondern mache das immer so ein bisschen Freihand. Und dann, ja, wie das halt so reinläuft, wie es mir gerade passt. Und dann schneiden wir als allererstes einmal die Mitte aus, weil die wollen wir jetzt einmal farblich abheben vom Rest. Der Hintergrund wird dann ein bisschen heller, um das jetzt einfach mal ein bisschen den Kontrast zu erhöhen zu dem Schwarz. Da könnt ihr natürlich alles Mögliche reinmachen. Ihr könnt es auch schwarz lassen oder eine ganz andere knallige Farbe reinhauen, was ihr möchtet. Das ist eigentlich ganz cool. Da hat man eigentlich relativ viele Möglichkeiten. Das gibt es ja ganz oft auch am Auto, dass dann dahinter irgendwie noch ein Auge zu sehen ist oder eine Figur halb rauskommt oder so. Ich zum Beispiel habe an meinem Auto noch den Logan drauf gemalt und habe da eben die Technik ein bisschen benutzt, um die Adamantium-Klingen da reinzumachen. Also diese 3 typischen Risse habe ich da mal auf die Kotflügel drauf gemacht und da habe ich eben die Technik hier benutzt. Da kann ich euch ja gleich mal noch ein kleines Bild reinposten, wenn ihr das möchtet, dann seht ihr das. Und ja, damit kann man eigentlich viel machen und ist eigentlich eine coole Sache. Hier haben wir jetzt das Ganze schön angedrückt und dann fangen wir an mit dem Weiß. Wir nehmen auch hier wieder eine Lichtquelle. Hier bleibe ich jetzt mal gleich und nehme sie auch wieder von oben links. Das heißt, hier unten rechts werden wir dies heller machen und oben links werden wir nachher einen Schatten setzen, damit es eben aussieht, als wäre die Fläche hier im Hintergrund etwas versetzt nach innen. Und dann wirkt es nämlich dann gleich viel besser. Jetzt male ich es erstmal ein bisschen aus, damit es eben ein bisschen sich abhebt generell. Und dann unten, wie gesagt, die Kante entlang wieder, so wie wir es beim ersten Tutorial schon gelernt haben, einfach ein bisschen an der Kante entlang fahren und ein bisschen rein
laufen lassen, dann sieht es immer noch am natürlichsten aus. Und dann ist das nämlich schon einmal weiß. So, jetzt das Ganze schön weiß. Lassen wir es kurz ein bisschen antrocknen, damit wir eben schön weitermachen können. Jetzt setzen wir die ersten Schattenkante, und zwar von oben links, wie gesagt, weil da eben das Licht von oben kommt, setzen wir auch weiter unten etwas den Schatten. Dann sieht das halt gleich noch viel natürlicher aus. Dann müsst ihr halt immer schauen wegen Licht und Schatten, je nachdem von welcher Seite euer Licht kommt. Jetzt werden wir die äußeren Sachen ausschneiden. Und dafür würde ich sagen, beschleunigen wir das Ganze mal kurz und dann hören wir uns gleich. So, jetzt haben wir alles schön ausgeschnitten, wie auch bei den Tropfen. Wir heben die ausgeschnittenen Sachen erstmal auf. Die werden wir nachher brauchen, genauso wie das Mittelstück jetzt momentan. Das müssen wir jetzt nämlich erstmal wieder abcovern. Also wie gesagt, am besten hebt die Sachen ab, wenn ihr an dem Projekt dran seid, immer am besten immer auf. Man kann solche Sachen dann an dem Projekt immer wieder mal gebrauchen, wenn man zum Ende hin dann doch noch was korrigieren will oder so. Wie eben bei dem Wassertropfen, dann wo mir das Schwarz nicht gefallen hat, dann nimmt man halt schnell die Folie und zack, zack, und das Ding ist wieder so, wie man es haben möchte. Wir machen jetzt das Aufgebrochene. Das werde ich jetzt erstmal, weil die Leinwand schwarz ist, erstmal kurz weiß anmalen, ein bisschen deckender machen, weil das Aufgerissene von innen möchte ich ein bisschen mehr nach Metall aussehen lassen und werde dazu die Fläche etwas bläulich dann mit dem transparenten Blau einfärben, damit sich das auch nochmal ein bisschen abhebt, quasi die Innenseite von der Fläche. Und dafür malen wir jetzt erstmal alles weiß aus. Auch hier wieder Schicht für Schicht. Immer ein bisschen Gefühl haben. Zu viel Farbe, zu viel Druck. Und das Ganze unterläuft natürlich. Das wollen wir auf keinen Fall haben. Wenn ihr wissen wollt, wie viel Bar und was ihr achten müsst, dann schaut gerne eins der anderen Tutorials über die Kompressoren oder die Farben. Da erkläre ich nochmal mit wie viel Bar und auf was ihr genau achten müsst. Das ist immer für einen Anfänger ganz hilfreich. Ich hatte sowas am Anfang nicht und wäre froh drüber gewesen, ehrlich gesagt. Und ja, schaut es euch gerne an, lasst mir gerne ein Like da. Jetzt wechseln wir kurz die Farbe in der Pistole, dafür sprühen wir die einmal kurz durch. Und dann haue ich da ein bisschen Blau rein. Das ist ja von der Schmink Air Color Serie, das Basis Cheyenne 28405. Und das werden wir jetzt in die Außenseiten jeweils etwas ansprühen. Auch hier wieder an der Kante von der Folie entlang, damit eben der Overspray einfach drinnen eine schöne Fläche erzeugt. Das machen wir jetzt ringsrum. Ich mache das links und rechts außen aus dem Grund, weil ich eben möchte, dass das alles noch runder und geschwungener aussieht, und dadurch mache ich es eben an den Seiten dünkler und nach innen nachher sogar noch mit weiß, damit es eben aussieht, als wäre es sehr gebogen. Das Ganze werden wir dann nachher eben mit dem Highlight Weiß in der Mitte noch ein bisschen verstärken. Und ganz zum Schluss, um das dann natürlich noch plastischer zu machen, werden wir eben wieder einen Schatten setzen. Natürlich ist es auch hier ein bisschen so wie bei den Tropfen auf der schwarzen Leinwand nicht ganz so optimal. Aber ihr versteht ja, was ich meine. Das ist nachher auf einem helleren Untergrund, kommt es natürlich noch besser zur Geltung. Und das könnt ihr dann, wenn ihr das selber ausprobiert, werdet ihr das gleich merken und sehen, dass es dann eben noch viel plastischer aussieht. Jetzt haben wir eben hier so ein bisschen die Kanten und Ecken. Weiter oben habe ich natürlich, weil die Lichtquelle kommt, bei dem oberen Fetzen das Blaue nicht ganz an der Kante ausgemalt, weil da eben das Licht auch auftritt. Damit es halt noch ein bisschen besser aussieht, habe ich mich dafür entschieden. Jetzt nehmen wir ein bisschen Weiß, machen da so ein bisschen die Kante noch heller,
so ein bisschen in der Mitte, damit es ein bisschen, ich mache ein paar kleinere, längere Striche auch, damit es auch ein bisschen mehr nach ein bisschen Metall aussieht. Ist jetzt keine Extremimitation, sondern eher einfacher, auch für einen Anfänger eigentlich besser zu machen. Und dann ist das nämlich schon ganz gut. Da müsst ihr auch wieder, wie gesagt, lieber Schicht für Schicht, lieber ein-, zweimal mehr drüber, anstatt mit zu satten, zu prallen Farben da drauf zu gehen. Im schlimmsten Fall überdeckt ihr nur die anderen Sachen und müsst ihr dann wiederholen. Das wollt ihr natürlich nicht. Jetzt ziehen wir die komplette äußere Folie ab, lassen aber die ganzen Fetzen, die da runterhängen, noch abmaskiert, sowie die Innenfläche, damit da einfach nichts passiert. Das Äußere heben wir mal ein bisschen auf, falls wir es doch noch brauchen könnten. Das brauchen wir jetzt hier nicht, aber genau, jetzt kleben wir eben noch die ganzen Stellen ab, weil jetzt kommt der Part, wo wir nachher das Ganze noch einen Schatten geben, gerade in den ganzen Wölbungen. Kommt jetzt bei der ganz dunklen Leinwand, wie gesagt, nicht gut zur Geltung, aber glaubt mir, auf einem anderen Untergrund wird das besser. Ist jetzt aber hier jetzt auch nicht so wild, man sieht trotzdem einen schönen dreidimensionalen Effekt. Und dafür müsst ihr das einfach nur wieder schön sauber aufkleben. Wie gesagt, das könnt ihr mit dem Malerkrepp genauso gut. Das habe ich am Anfang auch öfters benutzt, wo ich eben noch keine Maskierfolie hatte. Man besorgt sich ja am Anfang nicht gleich jeden Firlefanz, den man braucht. Da nimmt man auch gern mal so einen Malerkrepp, aber wie gesagt, das habe ich jetzt noch alles übrig und ist natürlich schon ein bisschen einfacher, weil es einfach transparent ist und eine ganz andere Klebekraft hat und großflächiger ist. Aber so ein Malerkrepp geht dann schon mal zur Not. Jetzt haben wir das Ganze nämlich schön abmaskiert. Jetzt ist alles geschützt, unsere Wölbungen, unsere Mitte. Jetzt können wir anfangen mit einem Schwarz schön die Schatten auszuarbeiten am äußeren Rand. Macht jetzt wie gesagt hier weniger Sinn. Ich tue es jetzt mal trotzdem, damit ihr das besser versteht oder seht. Gehen wir nämlich in diese Innenwölbungen von den ganzen Fetzen rein. Dann heben die sich normalerweise noch mehr ab und dann sieht es auch aus, als ob das eine noch höhere Tiefenwirkung hat. Und dann gehen wir eben überall in die Innenseiten rein. Teilweise auch ein bisschen außen, je nachdem woher das Licht kommt. Und dann ist das eigentlich schon ganz gut. Und auch hier immer wieder schön schauen, dass man die zwischen den Spritzgängen einfach auch manchmal nur Luft dran tut und ein bisschen das Ganze trocknen lässt. Ich habe ja ein gutes Feeling für und kann das dann recht gut einschätzen, ob ich dann mal wieder Luft geben muss oder nicht. Aber wenn ihr euch da nicht sicher seid, einfach zwischendrin mit der Airbrush-Pistole einfach die Sachen ein bisschen mit Luft anpusten, dann trocknen die schön ab und dann habt ihr nicht die Gefahr, dass es eben unterläuft. Das wäre nämlich das Blödste, was passieren kann. Dann sieht das nämlich richtig hässlich aus, wenn das da unten reinläuft und alles vermatscht. Und gerade bei Schwarz sowieso. Passiert mir aber natürlich trotzdem ab und zu auch noch. Und jetzt, wenn wir die Mitte abziehen, sehen wir schon mit den Schatten, dass das ziemlich geil aussieht. Gerade in der Innenfläche mit der Schattenkante von oben links wirkt das sehr tief, die Fläche innen, und das ist eigentlich schon der ganze Zauber. Machen wir zum Schluss noch ein kleines bisschen Detailarbeit. Dafür arbeiten wir jetzt noch ein kleines bisschen die Metallfetzen ein bisschen aus. Geben denen in der Mitte noch ein bisschen in Schein, dann sieht es noch gleich viel mehr nach einem Metall oder sowas in der Richtung aus. Dafür einfach die Innenflächen so mit ein paar Spots und ein paar helleren Strichen verzieren. Das haben wir ja schon gelernt, wie man sowas macht. Gerade oben dann noch ein bisschen. Und dann wirkt das gleich ziemlich noch ein bisschen mehr. Das finde ich immer ganz cool. Aber auch hier einfach weniger ist mehr, nicht übertreiben.
beziehungsweise ist Geschmackssache, aber ich nehme dann weniger. Für den nächsten kleineren, feinen Schritt habe ich jetzt eben hier, was ich mal bei den Tropfen gemeint habe, mit den Kanten bemalen. Wenn man das nicht mit der Airbrush drauf hat oder noch nicht so gut kann, dann darf man auch gerne mal zum Pinsel greifen, da eben die Farbe etwas mehr verdünnen, damit die nicht zu sehr aufträgt. Habe ich jetzt hier auch nicht ganz so verdünnt, weil ich es ein bisschen heller haben wollte, und da gehen wir ein bisschen die Kante entlang von den Rissen, damit es eben alles ein bisschen noch ohne Lichtquelle kriegt. Ich könnte das natürlich jetzt auch mit der Airbrush machen, aber ich mache es jetzt bewusst mit dem Pinsel, damit ihr eben auch mal seht, wie das dann aussieht mit dem Pinsel. Kommt aber auch immer ein bisschen auf die Farben an. Hier habe ich jetzt ein bisschen Farbe und ein bisschen kleinen Tropfen Wasser dazu gegeben, damit die ein bisschen gängiger ist und ein bisschen flüssiger, und fahre hier und da mal so ein bisschen die Kanten nach, wo ich so das Gefühl habe, da könnte noch ein bisschen das Licht drauf, und das hebt es dann noch ein bisschen mehr ab und macht es dann noch ein bisschen runder. Und ja, das funktioniert mit dem Pinsel, wie gesagt, genauso gut. Da braucht man gar keine Scham vorhaben, das kann man dann ruhig machen. Man wird nicht von heute auf morgen gleich der beste Airbrusher. Da braucht man viel Übung. Ich habe auch viel Übung gebraucht. Das ist eigentlich der Trick an der Geschichte. Bloß macht es weniger Sinn, das Bild dann komplett zu versauen. Wenn man es noch nicht so gut kann, dann lieber die Sachen auf einem DIN A4-Blatt einfach üben. Mit dem Handling, mit dem nah rangehen und so weiter. Hier ziehe ich jetzt noch so ein paar Risse rein, die sich so ein bisschen durchziehen, damit das Ganze noch mehr nach außen ein bisschen aussieht. Und ja, also es funktioniert super. Das kann man genauso gut stehen lassen. Und dann sieht das nämlich schon ganz rund aus und rundet das Gesamtbild noch ein bisschen ab. Mit Schwarz brauchen wir jetzt hier nicht dran fahren, das könnte man auch noch machen, so wie bei den Rissen links bei den Tropfen, damit es eben noch so ein bisschen tiefer wirkt, aber durch den schwarzen Hintergrund macht das keinen Sinn. Und dann ist das hier einfach nur noch so ein bisschen die Detailarbeit, und auch hier ziehe ich nicht alle Flächen komplett durch, das sähe dann komisch aus, wenn das alles durchgezogen wäre. Wir wollen hier so ein bisschen das Licht auch mit einfangen. Es muss auch nicht 100% genau sein, aber es sieht gleich doch ein bisschen besser aus. Und dann kann man das lassen. Hier fahre ich doch noch ein bisschen mit dem Schwarz nach, auch nur weil es da minimal unterlaufen ist, um das ein bisschen zu korrigieren. Und dann ist es nämlich schon die Detailarbeit fast fertig. Und ich finde, das sieht richtig stark aus. Wenn da jetzt noch der Firnis drauf kommt und die Kontraste noch ein bisschen abhebt, dann kommt sogar noch der Schatten da unten auch noch raus. Sieht man jetzt nicht so gut wegen der Kamera, aber das ist halb so wild. Wenn ihr das ausprobiert, dann werdet ihr sehen, dass es ein echt cooler Effekt ist. Und wie gesagt, ich habe es am Auto benutzt und auch an anderen Sachen. Das ist echt eine coole Sache. Ja, dann sind wir hier schon fertig. Ich zeige euch noch ein fertiges Bild aus der Nahaufnahme. Das sieht immer nicht schlecht aus. Und ja, das ist eigentlich schon alles. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich kann euch mit den Techniken ein bisschen weiterhelfen. Ich mache das sehr gerne. Wie ihr mir ein bisschen weiterhelfen könnt, ist mit einem Daumen nach oben oder einem Like, Abo oder Kommentar. Das supportet mich natürlich und hilft mir auch, dass ich das weitermachen kann. Ich mache das wirklich gerne. Lasst mich gerne wissen, wie es euch gefällt. Da habe ich auch mal ein gutes Feedback, wäre immer nicht schlecht, wenn irgendwas nicht passen sollte, wegen Licht etc. Da habe ich jetzt noch nicht so viel Ahnung von der ganzen Technik. Ich taste mich da auch langsam ran. Ich hoffe trotzdem, es hat euch viel Spaß gemacht, mir auf jeden Fall. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein!